Mein Name ist Christian Nillinger, ich bin experimenteller Schlagzeuger, Komponist und Labelbetreiber. Ich habe ziemlich spät angefangen, ich habe mit 12 angefangen, Ende 12, und dann war ich befähigt, mit 15 schon an der Universität die Aufnahmeprüfung zu bestehen in Dresden. Ich kann mich erinnern, dass damals Tag der offenen Tür war und da war ich als 15-Jähriger da und habe halt einfach geguckt, wie es da ausschaut und wie meine Chancen wären, wenn. Dann habe ich vorgespielt, dann war Günter B. Sommer. Er war halt auch damals der Prorektor der Hochschule. Das heißt, er hatte einiges an Sagen gehabt und hat dafür auch gesorgt, dass ich dann halt dort über einen Spezialparagraphen in der Lage war, so früh zu studieren. Also ich war vielleicht bedingt Einzelgänger, aber ich wusste eigentlich ziemlich früh, was ich wollte. So. Und dann musste ich natürlich sehr viel üben, um überhaupt diesen Alleinweg gut zu bestreiten. Das war halt schon eine intensive Arbeit. Dieser Musikstil, den ich mir da ausgesucht habe, ist eigentlich nur ein Sammelsurium aus allem. Ich sehe mich als Musiker, der schon so prozessual arbeitet. Sprich, man übt ja was und das ist ja irgendwie konzipiert. Und das versuche ich zu verinnerlichen und dann weiterzugehen damit. Und nicht da zu verhaften. Also wenn ich halt einen normalen Beat nehme, dann versuche ich den natürlich weiterzudenken und natürlich noch weiter zu füllen, weiterzubringen. Mit mehr Texturen, mehr Artikulation und so weiter. Ich bin zu diesem ganzen experimentellen Feld gekommen, das kann man so nicht sagen. Also es ist experimentell im Sinne von, dass ich Dinge hinterfrage. Ne? Das heißt, ich übe Dinge und danach hinterfrage ich die. Und dann denke ich, wie kann man die dann in Kontext setzen? Das heißt, ich habe auch komponiert viel. Ich habe mich mit anderen Leuten beschäftigt. Was ist überhaupt möglich für die zu komponieren? Und dann habe ich auch fürs Schlagzeug komponiert. Was könnte ich spielen innerhalb dieser Komposition, die ich dort beigetragen habe? So Sachen halt. Und das waren halt alles Dinge, die mich sehr geprägt haben. Und dann wusste ich halt auch, wie ich mich zu verhalten habe. Wenn ich mir selber eine Schlagzeugstimme schreibe, die ich oft selber noch nicht spielen konnte und dann geübt habe und dann wiederum so verinnerlicht habe, dass sie Teil meines Vokabulars werden. Also für mich ist halt, wenn ich Musik spiele, die Übersetzung das Allerwichtigste. Die Übersetzung ist halt zwischen Hand und dem Instrument der Stick. Das ist das, was es halt ausdrückt und übersetzt. Und das ist halt der Stick essentiell. Und da habe ich mit Rohema meinen Pleistick entwickelt, der wiederum länger ist, das war mir wichtig, in der Hebelwirkung. Und man kann halt viel mehr peitschen, man hat viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu kreieren. Und dann habe ich hier einen ovalen Kopf. Es gibt mir noch viel mehr Punch und einen breiteren Punch auch, spezielles Material. Und das ist super interessant, weil du hast dann in diesen Peitschen einen ganz angenehmen Rebound. Zumindest lässt er für mich unglaublich viel Freiheit. Und die Verjüngung beginnt früher. Und dann wird sie halt schnell schmal. Und das ist halt so ein bisschen oldschool. Das hat man in den 50er, 60er Jahren gemacht. Der hebt sich schon ab, würde ich sagen, von den herkömmlichen Drumsticks. Check den mal aus. Ja, also Rohema begleitet mich die ganze Zeit schon natürlich, weil ich habe ja bei Günter B. Sommer studiert und in Dresden war halt der Günter B. Sommer Stick sozusagen, ja, der war halt überall existent, ne? Da bin ich aufmerksam geworden auf Rohema sozusagen. Da wusste ich gar nicht, was es genau ist, weil ich natürlich auch andere Sticks gespielt hatte. Jahre später habe ich auf dem Dresdner Drum Festival gespielt und da habe ich am Stand, quasi am Rohema-Stand, habe ich dann quasi die ersten Sticks probiert. Und dann habe ich mich sehr intensiv auch ausgetauscht mit Noah und Felix, zwei gute Freunde. Und ja, wir haben uns dann gegenseitig überzeugt, zu Rohema zu wechseln, weil es einfach wunderbar ist. Und einfach dieser Familienbetrieb ist einfach sehr, sehr spannend und es ist unglaublich interessant, was hier passiert. Und das kann man nur unterstützen.